things we had. Oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our feet just where they had to go. Wir haben hier gerade eine Straße gefunden und auf Google Maps sieht es so aus, als würde es zu einem verlassenen Haus führen, aber wissen tun wir das auch nicht so richtig. Wir gucken mal. Und die Straße sieht cool Offroad-mäßig aus, aber jetzt ist da schon wieder ein Tor. Wir haben ja, nachdem die erste Destille zu hatte, weil ja heute Sonntag ist, nicht aufgegeben und auch eine zweite gefunden, die tatsächlich offen hatte. In den Glens. In den Glens, richtig? Ja. Und zwar heißt die Glenlivet. Hier sieht man es. The Glenlivet. Da haben wir uns dann für, weiß nicht was, 20 Euro oder so, wir beide eine Führung gegönnt. War sehr informativ. Haben viel über Whisky gelernt, ne, was Single Malt heißt und was die Zahl auf diesem Whisky heißt. Wenn da steht 15 Jahre, heißt das nicht, dass dieser ganze Whisky da drin 15 Jahre alt ist. Das ist Quatsch, wie die meisten immer denken. Sondern das heißt ja nur, dass in dieser Mischung von diesem Whisky der jüngste Whisky hat 15 Jahre. Da sind aber auch noch andere drin, die haben 30 Jahre und noch mehr. Und also ist immer nur die Zahl des jüngsten Whiskys. So, ich habe hier das Dreiwas-Set. Also Anastasia durfte während dieser Tour probieren. Und ich habe mir hier so 3 Pullen geben lassen. Mit verschiedensten Abfüllungen. Ja, die werde ich gleich nochmal verköstigen hier am Grill. Und danach haben wir es uns ja nicht nehmen lassen. Haben noch verschiedenste Whiskys probiert. Bis auch Anastasia ihren neuen Lieblingswhisky gefunden hat. Und zwar hier The French Oak Reserve. Den hier. Haben wir uns eine schöne Pulle gekauft. Pass mal auf. Wir dachten ja so, scheiße, wir haben nur Plastikbecher. Aber die sind schlau. Guck mal hier. Gläser. Haben wir geschenkt bekommen. Also gab es zu der Führung dazu. Generell haben wir jetzt hier einen Platz gefunden. Hier steht das Auto. Und hinter uns nur Highlands. Die Kohle hier auch schon fleißig am Glühen. Heute wird nämlich gegrillt. Und guckt euch das mal an hier. Traumhaft. Gerade kam hier so ein Ranger-Farmer aus diesem Tor. Standesgemäß im Defender. So, einen wunderschönen Morgen hier.
Anastasia guckt sich hier mein Buch an. Morgen. Da wir wahrscheinlich, wenn sich das Wetter nicht drastisch ändert, hallo, hier noch bleiben. Und mir sonst schnell langweilig wird, wechsle ich jetzt hier Scharniere. Werkzeug habe ich hier schon vorbereitet. Alles an seinem Platz. Und ich sitze hier auf meinem schönen Stuhl und die OP kann beginnen. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Die Schraube dreht durch. Also mein Schlüssel dreht durch. Dadurch kriege ich es jetzt nicht raus. Jetzt versuche ich es mal hier aufzubohren. Schau. Geschafft. Naja, also so halb. Ich habe gerade eine Schraube in meinem Auto versenkt. Also die liegt jetzt da drin. Und das Loch ist so groß wie mein kleiner Finger. Egal. Also die stört da jetzt auch keinen, wenn die da liegt. So, jetzt müssen wir noch diese eingefasste Mutter da rauskriegen. Im besten Falle ohne, dass sie da raus wieder auch unten reinfällt. Geschafft. So, jetzt wird hier ein bisschen geputzt. Jetzt haben wir hier unsere Abwärtsstelle soweit vorbereitet. Und jetzt haben wir hier die neuen Scharniere. Im schönen Silber, Scharnier, diese Käfigmuttern, Schräubchen, Unterleg, Plaste. Ja, und jetzt versuchen wir das mal da einzubauen. Nummer 1. The New Hinge. Wenn euch was auffällt, nicht ganz Originalfarbe. Schön fett. Richtig schön ekliges Fett. Das ist eine richtig feine Sache hier. Die verjüngte Seite nach oben. So Freunde, jetzt habe ich das hier wieder zusammengeschraubt und dazu haben wir eines 13er Maulschlüssel und einer Torx-Ratsche 30er. So, ich habe jetzt hier zwei Plättchen hier hingemacht, also hier drunter, vorne drunter. Und ein Plättchen habe ich hier drunter gelegt, also so wie es vorher auch war. So, jetzt ist fest. Würde ich sagen, das funktioniert. Wie neu. Also ist ja auch neu. Wenn ihr jetzt vielleicht in dem Video, ich weiß ja nicht, wie Anastasia das zusammenschneidet, unsere Tür hier gesehen habt, da könnt ihr euch alle Kommentare sparen, ja? Ja, ich habe mir natürlich im Internet vorher auch viele Videos angeguckt, so zum Thema Scharniere und hast du nicht gesehen, gibt ja viele Leute, die ihre Scharniere tauschen. Eigentlich erklärt das alles von selbst, wenn man die Schrauben aufmacht. Ich meine, viel ist es nicht. Schraube, Mutter, ein Scharnier. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso jetzt hier so silberne. Eigentlich ist mir völlig egal, welche Farbe die haben. Die schwarzen sind erstens viel teurer. Ja, dann gibt es ja auch noch welche mit Schmiernippel von verschiedensten Herstellern. Die sind ja so utopisch teuer, die kaufe ich mir ganz bestimmt. Also da kann ich ja meine Scharniere dreimal wechseln, bevor ich mir ein Schmiernippel-Scharnier hole. Und eine Fettpresse mit einem Schmiernippel nehme ich eh nicht mit. Wenn die jetzt nach
10 Jahren mal wieder rosten, dann kaufe ich mir halt wieder für insgesamt 100 Euro 8 neue und schraube die mir wieder neu dran. Das war Wie tausche ich ein Scharnier mit Basti. Tschüss. So, der Wecker hat geklingelt. Es ist nach 18 Uhr und es ist Whisky-Zeit. ein Unboxing. Ja. Da ist er. Sprengt unser Reisebudget. Nein, eigentlich haben wir damit gerechnet. Also wir wollten mindestens einen kaufen, den wir auch hier trinken. Natürlich nicht austrinken, aber den wir auch hier trinken. Und dann wollten wir noch 1, 2 holen, die wir mit nach Hause nehmen. Fürs Regal. Fürs Regal. Prost. So, das Chili kocht fast. Naja, es köchelt vor sich hin. Und wir haben hier so ein extrem scharfes Chili aus Italien. Ein Pulver. Da muss man wirklich, wirklich doll mit aufpassen. Und wir essen gerne, beziehungsweise Sebastian isst wirklich sehr gern scharf. Ja. Die letzten Sonnenstrahlen kommen raus. Perfekt. Ja, und jetzt kommt da noch ein Kleck Schmand drauf zum Schluss. Guten Appetit!